In diesem Video werde ich zum Vampir. Als Vampir kann ich neue Fähigkeiten freischalten, bekomme dabei aber auch neue Schwächen und immer mehr Vampirjäger fangen an, mich zu jagen. Kann ich es schaffen, meine finale Beastform zu erreichen und den Enderdrachen zu besiegen? Dafür muss ich es aber erstmal überhaupt schaffen, ein Vampir zu werden. Frohes Neues an alle Vampire und die es vielleicht mal werden wollen. Und ich bin jetzt selber extrem gespannt, was heute alles passieren wird, wie wir uns entwickeln werden, hoffentlich zumindest, zu einem Vampir. Und noch bin ich kein Vampir, noch sehe ich ganz normal aus und das wird sich gleich aber auch schon ändern. Denn ich habe die Mission, selber zum Vampir zu werden und dafür muss ich erstmal einen Vampir finden und besiegen, was tatsächlich sogar schon ziemlich schwierig werden sollte. Und um einen finden zu können, müssen wir Neumond haben und in einem Wald nach einem suchen. Das heißt, ich hole mir jetzt erstmal auf jeden Fall Holz mit und wir kümmern uns um die Grundtools. Und dann werden wir uns auf einen Vampirkampf vorbereiten. Habe ich noch nie gemacht. Ich hoffe, ich weiß, was ich dafür so brauche. Die Steintools habe ich damit zumindest schon mal. Dann würde ich mich als nächstes um was zu essen kümmern wollen und schaue erstmal, ob ich hier irgendwo ein Dorf finde, denn wir haben hier direkt Plains. Und ich schaue aber auch überall schon mal ein bisschen in die Höhlen, ob ich irgendwo Eisen aufgedeckt sehen kann. Da ist ein Ruined Portal. Ein bisschen Eisenrüstung, gerne auch ein Eisenschwert, ist, glaube ich, ganz gut für den Kampf. Hier haben wir schon mal ein Goldschwert und auch eine Hacke für die Weizenblöcke, die ich hoffentlich gleich finde. Und auch schon ein Feuerzeug, um in den Nether zu gehen. Denn wenn wir dann gleich, zumindest planmäßig, ein Vampir werden, möchte ich natürlich so Minecraft durchspielen und immer bessere Fähigkeiten freischalten. Und da sehe ich auch schon ein Dorf. Und das wird heute aus mehreren Gründen interessant. Denn als Vampir müssen wir uns von Blut ernähren. Und da können wir doch ein Dorf ganz gut gebrauchen. Ich freue mich auf jeden Fall jetzt schon richtig darauf, ein Vampir zu werden. Und wenn du auch ein Vampir bist oder mal werden wolltest, dann lass jetzt ein Like und ein Abo da, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Und da hinten ist sogar ein Pillager-Outpost. Ich weiß gar nicht, ob wir auch Blut von Pillagern trinken können. Wir werden es auf jeden Fall ausprobieren. Hier haben wir auf jeden Fall schon mal eine Schmiede. Das ist auch sehr gut. Ich wünsche mir Eisen oder Diamanten. Diamanten nehme ich natürlich auch sehr gerne. Das ist mega gut. Und wir haben die erste Rüstung, um gegen einen Vampir zu kämpfen. Das erste Brot hilft mir auch schon mal wieder zu sprinten. Dann hätte ich aber gerne jetzt auch noch ein paar Weizenblöcke irgendwo. Allerdings ist das bisher der einzige, den ich gefunden habe. Das sieht nicht so gut aus. Wobei das ja auch gar nicht mal so wichtig ist. Wenn wir dann ein Vampir sind, können wir nämlich sowieso nichts Normales mehr essen, sondern müssen uns komplett von Blut ernähren. Ich kann mir noch gar nicht vorstellen, wie das wird. Dann mache ich mir wenigstens 3 Brote, um mich schon mal wieder voll zu essen. Jetzt noch ein bisschen Eisen. Perfekt. Fragt mich nicht, warum ich nicht das Eisenschwert benutzt habe. Ich habe keine Antwort. Jetzt erstmal einen Eimer und einen Schild craften. Und dann sind wir doch jetzt schon mehr oder weniger gut ausgestattet, oder? Könnte ich so schon gegen einen Vampir kämpfen? Ich weiß es nicht. Es gibt heute allerdings auch Waffen, die gut gegen Vampire sind. Wir könnten uns auch sowas craften. Ich weiß aber nicht, ob ich das überhaupt brauche. Oder sowas. Keine Ahnung, ob ich damit irgendwie einen Vampir one-hitten kann oder so. Aber ich meine, das macht 10 Attack Damage und ist eigentlich gar nicht mal so teuer, wenn ich nur ein bisschen Eisen finde. Vielleicht ist das sogar noch ganz gut, denn wir müssen sowieso noch auf einen Neumond warten. Noch hatten wir nicht mal überhaupt einen Mond, also es ist immer noch Tag. Hier ist ein Spawner, okay. Den können wir mal abbauen und dann die Zombies wegmachen. Ein Creeper hinterher, Explosion und dann bekomme ich in der Truhe einen Goldapfel. Nehme ich gerne mit. Ein paar Knochen könnte ich auch noch mitnehmen, denn wir haben da draußen doch Hunde. Keine Ahnung, ob Vampire Haustiere haben können, aber ich würde es mal probieren. Hier haben wir einen Wolf, wenn der mal kurz hier fertig ist mit dem Schaf, was ich gleich auch mal als Essen benutzen werde. Dann reicht ein Knochen und wir haben einen Hund. Und jetzt wird es Nacht, aber ich meine, die erste Nacht in Minecraft ist nicht Neumond. Nein, das sieht nicht nach einem Neumond aus. Und dann wird diese Nacht einmal übersprungen, denn das müssen wir sowieso ein paar Mal machen, bis wir einen Vampir überhaupt finden können. Dann muss ich mir jetzt so ein bisschen was zu essen mitnehmen. Dann haben wir hier Kohle und Stein, die perfekte Einladung zum Durchbraten. Und das mache ich auch direkt. Ein bisschen verrottetes Fleisch bekommt noch der Hund zum Heilen. Und dann würde ich jetzt aber lieber mal weitergehen. Wir können nachher noch was durchbraten, denn wir brauchen jetzt noch ein bisschen Eisen. Ein bisschen Gold haben wir nämlich sogar schon. Und ich brauche nur einen Ingot. Dann gehe ich jetzt da vorne mal schauen, ob wir da eine gute Höhle haben für Eisen. Da ist auf jeden Fall Eisen. Sehr gut. Ich habe auch schon meinen Eimer. Ich gehe einfach mal runter da. Und dann hoffe ich, dass das nicht nur eins ist, aber sieht bisher so aus. Nein, hier haben wir noch mehr. Das sollte dann sogar, glaube ich, schon reichen. Dann in den Ofen damit. Einmal das Gold, dann die Axt und jetzt muss ich nochmal gucken, wie wir die Hellebarde craften können. Okay, ich brauche nur noch 2 Eisen, dann habe ich alles. Das kriegen wir jetzt auch schon hin und dann war das doch, glaube ich, einfach so. Und wir haben die Hellebarde
mit 10 Attack Damage. Das finde ich sehr gut. Und die sieht richtig krass aus. Oh mein Gott, sieht die krass aus. Lasst uns Vampire jagen gehen, bis ich dann selber einer werde. Eigentlich will ich nur einen jagen. Und ich habe sogar noch ein bisschen Eisen übrig. Nehme ich natürlich auch sehr gerne mit. Perfekt. Daraus kann ich mir eigentlich direkt mal ein paar Schuhe craften. Und hier ist einfach eine riesige Höhle mit super viel Eisen. Dann würde ich noch Full Iron gehen, um gegen den Vampir zu kämpfen. Denn ich habe keine Ahnung, wie viel Schaden er macht. Aber ich gehe mal davon aus, dass der relativ viel Schaden machen wird. Und dann wird es auch bald schon wieder Nacht. Und langsam wird es dann auch wirklich ernst. Wir müssen jetzt langsam wirklich einen Vampir finden, um gegen ihn kämpfen zu können. Und da geht aber wieder kein Neumond auf. Ich weiß leider nicht, wann der erste Neumond kommt. Das müsste ja eigentlich immer gleich sein. Aber was ich weiß, ist, dass wir diese Nacht also überspringen können. Denn nur ein Neumond hilft uns weiter. Aber auch dafür gibt es eine Lösung. Wir müssen natürlich jetzt nicht einfach nur den ganzen Tag warten, sondern wir können schon mal anfangen, uns ein bisschen mehr zu fühlen wie ein Vampir, indem wir jetzt mal aufhören, in normalen Betten zu schlafen und lieber wie ein Vampir in einem Sarg schlafen. Das klingt super weird, aber genau das werde ich jetzt tun. Dafür brauche ich nochmal ein bisschen Holz und dann kann ich das Bett einfach so mit Holz umrunden und wir bekommen einen Sarg. Das fühlt sich irgendwie nicht gut an. Auf jeden Fall kann ich mich in diesen Sarg jetzt tagsüber reinlegen und dann sollten wir den Tag überspringen können. Das fühlt sich irgendwie gar nicht gut an. Und wir haben wieder Nacht und wieder keinen Neumond. Aber ich glaube, der Mond nimmt schon gut ab. Bald müssten wir dann zu einem Neumond kommen. Jetzt will ich auf jeden Fall die Nacht schon wieder überspringen. Ich will eigentlich alles immer nur überspringen. Aber kein Problem. Dafür gibt es ja noch die normalen Betten. Kann ich eigentlich auch direkt mal hier so einladend daneben stellen. Damit können wir Tag und Nacht instant überspringen. In beide Richtungen sozusagen. Ich meine aber, ich hatte eben auf der Flucht vor einigen Monstern hier irgendwo noch etwas Neues gesehen. Und das möchte ich kurz nochmal gucken. Denn wir sind eigentlich noch nicht ganz fertig mit der Vorbereitung. Ich bin eigentlich auch noch nicht Full Iron. Ich habe nur das Eisen gefarmt. Das heißt eigentlich auch, ich sollte, während ich hier rumlaufe, einfach mal Eisen durchbraten. Und jetzt suche ich wieder weiter. Ich weiß aber nicht mehr genau, wo das war. Irgendwo hier hatte ich, meine ich, eine Pflanze wachsen sehen, die es in normalem Minecraft nicht gibt. Da habe ich sie gefunden. Und das hier ist nichts anderes als ganz normaler Knoblauch. Es fühlt sich so komisch an, Sachen zu sammeln, die gegen Vampire sind. Obwohl ich doch planmäßig die meiste Zeit dieses Videos selber ein Vampir sein werde. Okay, und jetzt muss ich auch nochmal gucken, ob ich damit was craften kann. Kann ich nämlich. Ich kann meine Hellebarde mit Knoblauch verzieren, sozusagen. Dafür brauche ich diesen Knoblauchkranz. Und dafür brauche ich eine Allium und Strings. Und du stehst extrem da hinter mir, wie creepy. Aber ich glaube, ich hatte noch keinen Flower Forest und auch noch kein Meadow Biome gefunden. Das heißt, es wird wahrscheinlich schwer, eine Allium jetzt ranzuholen. Aber egal, wir brauchen das nicht. Wir haben auch so Knoblauch. Vielleicht schenke ich ihm einfach was zum Essen, wenn ich ihn finde. Mein Eisen ist soweit durch. Und damit wird meine Rüstung vollständig. Ich habe theoretisch auch noch die Dias, aber ich würde jetzt mit der Hellebarde kämpfen und nicht mit einem Diaschwert. Dann brate ich jetzt einfach noch ein bisschen Essen durch, weil ich hier sonst eh nichts mit zu tun habe. Und dann würde ich sagen, gehen wir zu unserem OP-Schlafplatz, nenne ich es einfach mal, und überspringen dann Tage und Nächte, bis wir irgendwann den Neumond bekommen. Und der ist wirklich fast weg. Wir sind kurz davor. Und wieder in den Sarg. Das fühlt sich auf jeden Fall richtig komisch an und das ist ein Neumond. Jetzt kann in Waldbiomen, wie wir hier zum Beispiel eins haben, ein Vampir spawnen. Ich habe keine Ahnung, wie stark der ist. Ich habe keine Ahnung, ob der mich von hinten one-hittet. Aber ich habe meinen Wolf dabei. Du wirst mich doch beschützen, oder? Okay, und auf einmal bin ich tatsächlich etwas angespannt. Ich war eigentlich relativ entspannt, aber jetzt, wo es ernst wird, fühle ich auch ein bisschen die Gefahr. Wir schauen mal, ob wir hier irgendwo einen Vampir finden können. Ich weiß leider auch, dass die super selten spawnen. Aber wir haben Neumond und wir sind in einem Wald. Und noch ist alles still, außer dass hier 100 Creeper überall spawnen. Und Skelette. Und ich will eigentlich gar nicht gegen die kämpfen. Die Frage ist, ob ich einen Vampir hören oder sehen würde oder ob der mich von weitem schon verfolgt. Oder wie das funktioniert. Ich habe auf jeden Fall leckeres Blut, falls das jemand hört. Aber ich werde es behalten. Okay, im Forest-Biom und auch im Tiger-Biom können die vorkommen. Das heißt, ich kann auch hier mal rüberlaufen. Ich will nur ungern überrascht werden. Aber bisher habe ich wirklich nur normale Mobs gesehen. Ich habe was gehört. Oh mein Gott, da ist, glaube ich, einer. Ich wusste nur, dass es schwer ist, die zu finden. Moment. Das ist ein Vampir. Der kämpft gegen meinen Hund. Lass meinen Hund in Ruhe. Der hat meinen Hund besiegt. Okay, ich habe keine Ahnung, wie viel aussieht. Der hat irgendwelche Attacken. Oh mein Gott. Ich laufe mal ganz kurz hier weg. Ich glaube, die trinken gerade alle mein Blut. Und das will ich behalten. Ich habe ein halbes Herz. Ich muss kurz fliehen. Wir haben einen Vampir gefunden. Jetzt aber nicht sterben. Ich habe keine Ahnung, wie schnell der ist. Okay, ich sehe ihn nicht mehr. Ich esse den Goldapfel. Und jetzt nervt mich das Skelett. Und mein Hund ist einfach weg. Das wirst du bereuen, wenn ich dich wiederfinde. Wo ist er hin? Ich höre ihn. Ich sehe ihn aber nicht. Warum nicht? Dann esse ich was.
bin extrem angespannt. Der hat so viel Schaden gemacht mit seinen komischen Attacken. Da ist er. Der ist eingebaut, oder? Das finde ich gut. Keine Ahnung, wie der da reingekommen ist, aber ich hau ihn weg. Der hält extrem viel aus. Und der macht auch irgendwie seinen komischen Schaden manchmal. Aber cool, dass der da in ein Loch gefallen ist. Das gefällt mir. Oh mein Gott, macht der viel Schaden. Mit irgendwelchen Wurfattacken. Ich kann den aber auch einfach mal oben drüber einbauen. Dann kann der gar nichts mehr machen, oder? Ich hab ihn. Und wir haben etwas bekommen, was wir brauchen. Und zwar eine Flasche Vampirblut. Jetzt wird's ernst. Oh, das wurde eigentlich schon ernst. Schade, dass mein Wolf nicht überlebt hat. Aber wir haben ihn gerächt und wir haben einen Vampir besiegt. Jetzt hätte ich eigentlich gerne wieder Tag erstmal. Wobei, wenn ich jetzt selber zum Vampir werde, ist es gar nicht mal so gut, am Tag rumzulaufen, glaube ich. Und vielleicht sollte ich auch gar nicht so lange warten und wir kümmern uns darum, einer zu werden. Denn wenn ich diese Flasche Vampirblut jetzt trinke, sollte ich selber zum Vampir werden. Und das probieren wir aus. Okay, ich zitter. Die war gar nicht lecker, muss ich ehrlich sagen. Und ich habe einen Effekt bekommen. Vampirismus für 20 Sekunden noch. Ich gehe mal davon aus, dass wenn dieser Effekt abgelaufen ist, wir aufhören zu zittern und zum Vampir werden, oder? Ich bin sehr gespannt, was jetzt gleich passiert. Wir haben noch 8 Sekunden. Ich muss aber auch ein bisschen aufpassen auf Mobs. Und dann sollten wir gleich aufhören zu zittern. Und dann bin ich jetzt ein Vampir geworden. Oh mein Gott, ich bin auch richtig blass auf einmal. Ich ziehe mal kurz meine Rüstung aus. Meinen Skin habe ich auf jeden Fall auch angepasst. Sogar die Sonnenblume ist verwelkt und es wird morgen. Ich weiß nicht, mein Ziel war es, ein Vampir zu werden, aber irgendwie fühle ich mich jetzt nicht gerade frischer und gesünder als vorher. Aber das ist vielleicht auch gar nicht der Sinn eines Vampirs. Und ich bin auf jeden Fall schneller und ich glaube, ich kann auch höher springen. Okay, wir haben besseres Movement bekommen. Und ich merke jetzt gerade erst, ich habe keine Hungerkeulen mehr. Ich habe jetzt diese Bluttropfen. Das heißt, ich kann mich jetzt, glaube ich, schon nicht mehr von Essen, sondern nur noch von Blut ernähren. Und es wird gerade morgen. Ich möchte gerne ausprobieren, was passiert, wenn die Sonne aufgeht, denn ich weiß, dass es nicht so gut ist für mich. Aber das ist auch ein Skelett. Ich sollte mal ganz kurz meine Rüstung wieder anziehen. Und dann warten wir auf die ersten Sonnenstrahlen, die, glaube ich, jetzt gleich Schaden machen. Das sieht auf jeden Fall richtig krass aus. Ich glaube, ich fange gleich an zu brennen. Ja, ich springe ins Wasser. Ich hoffe, das hilft. Ich war mir gar nicht ganz sicher, aber das hilft auf jeden Fall. Und ich glaube, ich kann sogar unendlich unter Wasser atmen. Ich habe keine Bläschen. Okay, das ist cool. Was ist eigentlich jetzt mit dem Knoblauch? Tut weh, den anzufassen. Dann fasse ich den an. Der tut weh und der gibt Weakness 2. Okay, und ich merke gerade, ich hätte meinen Sarg mitnehmen sollen, weil ich kann jetzt hier nicht mehr raus. Erstmal werfe ich jetzt aber den Knoblauch weg. Den möchte ich gar nicht mehr mitnehmen. Und dann versuche ich mal hier unter die Bäume zu huschen vielleicht. Moment. Ich habe echt nicht viel Zeit draußen, aber hier geht's. Hier stehen wir im Schatten. Dann laufe ich mal von Baum zu Baum und wir suchen ein Schaf. Ich hätte mich besser vorbereiten sollen aufs Vampir sein. Vampire haben es nicht leicht in dieser Welt. Hier haben wir zumindest ein paar Schafe, aber leider nicht alle in der gleichen Farbe. Aber Moment, ich kann jetzt auch, glaube ich, denen das Blut wegtrinken und die so besiegen und damit auch noch regenerieren. Dann würde ich das doch eher so machen. Okay, ich würde auch noch mal kurz probieren, was jetzt passiert, wenn ich was esse. Ich glaube aber, das ist wirklich nicht gut. Ich bekomme Wither 2. Okay, die Effekte sind wirklich krass. Aber ich halte auch gut was aus, habe ich das Gefühl. So viel Schaden haben die mir dann trotzdem nicht gemacht. Aber ich werde ganz schnell Essen wegwerfen. Das möchte ich nicht mehr. Das ist voll gefährlich. Dann haben wir hier noch ein schwarzes Schaf. Aber ich brauche eigentlich graue Wolle. Wobei, ich könnte auch Tintenfische angreifen. Und dann kann ich die graue Wolle ja schwarz färben. Kann ich die auch essen? Ja, kann ich. Also genau genommen trinke ich natürlich das Blut, meine ich. Aber bisher bringen die auch alle wirklich super wenig. Und dafür brauche ich gleich das Dorf. Denn Villager bringen deutlich mehr Blut, wenn ich das richtig verstanden habe. Jetzt erstmal die Wolle färben. Und ich crafte mir ein neues Bett, was dann zu einem Sarg wird. Und dann überspringen wir wahrscheinlich ab jetzt jeden Tag. Und ich nehme auch meinen Sarg natürlich jetzt diesmal wieder mit. Und jetzt können wir eigentlich auch raus aus dem Wasser und uns an Land begeben. Denn es gibt keine Sonne mehr. Und jetzt machen wir die Gegend als Vampir unsicher. Da hinten brennt es. Da haben wir einen Lavasee. Da können wir natürlich auch in den Nether gehen. Aber erstmal möchte ich zurück zum Dorf laufen. Da hinten ist das Dorf. Und da war auch noch ein Pillager-Outpost. Ich möchte überall das Blut probieren. Und ich möchte das Essen ganz schnell wieder wegwerfen. Davor habe ich Angst. Und greifen mich eigentlich Mobs überhaupt noch an? Ja, aber nicht so weit entfernt. Also die haben jetzt gecheckt, dass ich kein Zombie bin, auch wenn ich so aussehe. Und greifen mich deswegen an. Aber das Skelett zum Beispiel noch nicht. Erst wenn ich ganz nah ranlaufe. Okay. Gut zu wissen. Dann laufen wir jetzt zurück in unser kleines Dorf. Und das ist nicht unser Dorf, merke ich gerade. Ich hatte einen einzigen Weizenblock. Jetzt kann ich keine mehr essen. Jetzt brauche ich auch keine mehr. Danke dafür. Aber was ich brauche, ist ein paar Villager. Können wir vielleicht auch mal wecken gehen? Aufstehen. Ich möchte dein Blut trinken.
Und das bringt deutlich mehr. Das sah auch schon so rot gefärbt aus und nicht so grün. Und ich loote natürlich auch noch die Truhe. Aber das sieht sehr gefährlich aus. Das lasse ich schnell wieder sein. Möchte ein Blut haben. Okay, und damit bin ich wieder voll gegessen sozusagen. Aber das wird etwas schwer, das zu halten. Aber auch dafür gibt es heute noch eine Funktion. Jetzt müssen wir uns erstmal die nächste Mission ansehen. Dazu würde ich erstmal in mein neues Zuhause gehen. Denn hier habe ich genügend Essen am Schlafen, was jetzt auch nicht mehr dieses Haus verlassen wird. Und dann schauen wir uns mal das nächste Ziel an. Und zwar ist das jetzt ein Vampiraltar. Dafür brauchen wir eine Blutflasche oder eine Vampirblutflasche. Ein bisschen Kupfer habe ich noch gar nicht und Kerzen. Und mit diesem Altar können wir dann nämlich Fähigkeiten freischalten. Denn jetzt sind wir ja noch ein ziemlicher Noob-Vampir, der eigentlich gar nichts kann, außer in der Sonne zu verbrennen. Und genau das würde ich gerne ändern, denn wir können natürlich auch ein ziemlich starker Vampir werden. Ich brauche jetzt erstmal ein Bienennest und crafte mir schon mal eine Schere, um mir den Honig zu holen für die Kerzen. Und ich habe schon wieder ein bisschen Hunger. Vampire haben es echt nicht leicht. Also trinke ich hier nochmal kurz was nebenbei. Das ist Knoblauch. Kann ich eigentlich durchlaufen? Nein, kann ich nicht. Selbst dann kriege ich Schaden. Okay, Knoblauch ist wirklich unangenehm. Jetzt weiß ich auch, warum Vampire das nicht mögen. Weil es einfach mega weh tut. Da ist ein Bienennest. Ja, habe ich genau gesehen. Ich möchte einfach nur ein bisschen Honig haben. Aber das ist noch nicht voll. Und ich brauche aber ja auch noch ein paar Strings. Da kann ich mich schon mal drum kümmern. Und es wird gleich Tag, den ich jetzt leider nicht überspringen kann. Als guter Vampir habe ich jetzt einfach mal Blumen gepflückt für die Bienen. Und dann stelle ich mich mal unter und wir warten auf Sonnenlicht. Und da kommen schon 3 frische Bienen raus. Das heißt, es ist wahrscheinlich schon Tag, oder? Ja, die Sonne tut schon weh. Und wir warten auf den Honig. Da kommen die ersten wieder raus. Und das sieht doch gut aus. Einmal kurz rausschneiden und dann weg hier. Immer schön zwischen den Bäumen nochmal abkühlen. Und erstmal rein ins Wasser. Und jetzt möchte ich aber nochmal kurz schauen, ob wir eine bestimmte Farbe brauchen. Ich glaube aber, die Farbe ist egal. Ja, die Farbe scheint egal zu sein. Dann brauche ich jetzt noch Kupfer und die Blutflasche. Und für die Blutflasche gibt es heute auch wieder eine Methode, wie wir nämlich Blut mitnehmen können. Und das ist auch wichtig, um mal unterwegs was essen zu können. Und zwar brauchen wir diesen vampirischen Dolch aus einer Flasche, einem Eisen und einem Flint. Dann brauche ich ein bisschen Sand, was man als Vampir alles zu tun hat. Eben war ich noch Imker, jetzt will ich Flaschen herstellen. Hier bekomme ich meinen Kies, beziehungsweise möchte ich natürlich den Flint gerne direkt haben. Perfekt. Ein kurzer Snack für zwischendurch. Und ich merke jetzt erst, dass ich gerade wieder in meinem ersten Dorf gelandet bin. Und hier ist auch der unfreundliche Kollege, dem ich gesagt habe, dass ich wiederkommen werde, um sein Blut zu trinken. Mehr kann ich allerdings gerade nicht trinken. Ich trinke auch noch den Rest seines Bluts später. Ich möchte aber auf jeden Fall mein Bett und auch gerne meinen Sarg wieder haben. Und dann werde ich jetzt hier drin mal ein bisschen craften und das Glas schmelzen. Ein paar Kerzen. Oh, mir fehlt aber natürlich noch Kupfer. Das habe ich jetzt ganz vergessen. Hier sollte doch irgendwo was zu finden sein. Da sehe ich schon welches. Ich brauche auch wirklich nicht viel. Mir reicht sogar einfach 1 abzubauen, glaube ich. Ja, dann bekomme ich nämlich direkt 4. Ich brauche nur 2. Das Glas ist durch, das Kupfer hinterher. Aber das Kupfer brauche ich erst für den Altar und dafür brauche ich noch die Blutflasche. Ich glaube, so funktioniert das. Genau. Und den sollte ich jetzt benutzen können, indem ich damit einfach Mobs schlage, die ich sonst trinken würde. Dann müsste der sich aufladen, oder? Das verstehe ich nicht ganz. Ich glaube, ich habe mein eigenes Blut genommen. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte dein Blut nehmen. Und es wird auch gleich schon wieder morgen. Aber das bringt alles nichts. Ich kann nur mein eigenes Blut irgendwie nehmen. Okay, hier steht auf jeden Fall, dass das Spielerblut und auch Vampirblut beinhaltet, weil ich selber einer bin. Ich glaube, ich habe das noch nicht ganz richtig benutzt. Ich würde sagen, ich räume mal kurz meine Sachen zusammen und wir suchen ein neues Dorf, denn hier gibt es, glaube ich, keine Dorfbewohner mehr. Und ich hatte ja sowieso schon eins gefunden, also kann ich auch einfach darüber laufen. Und dann würde ich den Dolch gerne bei Villagern ausprobieren. Oder ich laufe jetzt zu dem Pillager Outpost. Das ist eigentlich der richtige Moment, würde ich sagen. Und dann greifen wir mal ein paar Pillager an. Okay, das klappt. Der ist sogar jetzt schon voll. Ich darf einfach keine Tiere damit angreifen. Und jetzt muss ich irgendwann mal ganz kurz stehen bleiben, denn ich kann jetzt mit der Flasche dieses Blut daraus ziehen. Okay, das ist mega gut. Ich hätte gerne noch mehr Blut. Möchte mir jemand hier sein Blut geben? Hier ist einer. Vielleicht ist es auch noch derselbe, aber ich habe noch mehr Blut. Moment. Das möchte ich auch wieder rausnehmen. Ich brauche auf jeden Fall mehr Flaschen, denn das lädt richtig schön schnell auf. Ich kann auch mal eine trinken, einfach mal zum Ausprobieren. Und da ist ein Vampirjäger. Das habe ich, glaube ich, noch nicht erzählt. Es gibt heute auch Vampirjäger. Denn ein Vampir hat es sowieso nicht leicht genug. Da kommen jetzt noch die Jäger dazu. Ich laufe einfach weg, weil ich weiß, dass der ziemlich gut ausgerüstet ist gegen Vampire. Heißt, der hat wahrscheinlich alles Mögliche an Knoblauch und anderen ekelhaften Dinger, die ich jetzt nicht kennenlernen möchte. Und da ich noch ein junger Vampir bin, möchte ich da gar nichts riskieren. Und jetzt möchte ich den Altar craften. Ich habe alles, was ich dafür brauche, also mache ich das auch einfach jetzt. Denn es wird Zeit, sich zu wehren. Okay, der sieht richtig cool aus. Und den kann ich jetzt rechts klicken. Das sieht richtig krass aus. Und wir brauchen... Oh mein Gott.
Da kommen 2 Vampirjäger. Die schießen einfach mit Knoblauch oder so. Das ist echt nicht cool. Ich wollte gerade entspannt meine Fähigkeiten ausprobieren. Okay, ich brauche ein Gold und ich glaube auch wieder ein Blut. Ja, das passt auf jeden Fall. Dann kann ich hier verschiedene gute Fähigkeiten auswählen, muss aber immer auch eine negative Fähigkeit auswählen. Aber ich sollte jetzt erstmal hier weg. Und ich brauche sowieso noch das Gold. Kann ich die Vampirjäger eigentlich auch austrinken? Aber die machen wirklich Schaden. Ich habe keine Lust, gegen die zu kämpfen, ehrlich gesagt. Warum müssen das auch direkt 2 sein? Okay, ich mache es hier ein bisschen auf und versuche die zu schlagen. Warum sollte ich fair kämpfen, wenn die mit Knoblauch kämpfen? Okay, damit lädt das leider nicht auf. Ich glaube, die haben irgendeinen Schutz. Okay, doch, das klappt schon. Nur erstmal irgendwie nicht so schnell. Egal, ich möchte das ganze Blut sammeln. Oder ich kann die auch einfach so trinken. Gib mir mal dein Blut. Okay, der hat trotzdem irgendeinen Schutz. Egal, ich habe sie weggemacht. Vampirjäger sind auf jeden Fall unsere Feinde. Und ich brauche nur Gold, um schon meine erste krasse Fähigkeit bekommen zu können. Das heißt, ich sollte eigentlich wieder in eine Höhle gehen. Ich glaube, hier sieht es gut aus. Also gehen wir hier auch einfach mal runter. Und ich brauche nur ein Gold. Und hier kommen wir sogar auf Deep Slate. Und da ist das Gold. Ich muss nur erstmal ein paar Mobs aus dem Weg räumen. Und dann brauche ich eigentlich noch eine Eisenspitzhacke, merke ich gerade. Ich glaube, es wird Zeit, mal die Dias zu benutzen. Ich weiß sowieso nicht, wofür ich die sonst noch gebrauchen kann. Und dann baue ich damit das Gold ab. Perfekt. Und das möchte ich jetzt ganz schnell machen. Also schnell durchschmelzen. Ich brauche den Altar natürlich wieder. Da kommt jetzt die Blutflasche rein und das Gold. Und dann können wir uns jetzt, glaube ich, eine dieser Fähigkeiten erstmal aussuchen. Und ich glaube, wir müssen hier mal ganz klassisch anfangen und uns in eine Fledermaus verwandeln können. Das klingt sehr gut. Und jetzt müssen wir allerdings, wie gesagt, auch noch einen negativen Effekt auswählen. Zum Beispiel, dass alle neutralen Mobs aggressiv werden. Das könnte im Nether super unangenehm werden mit Piglins und Zombified-Piglin. Okay, ich glaube, ich würde das hier auswählen. Dann brenne ich deutlich schneller in der Sonne. Ist unangenehm, aber ich sollte sowieso am besten immer schlafen. Und dann bekommen wir die erste Fähigkeit und auch den ersten Nachteil. Und jetzt müssten wir so das Ganze auswählen können. Die Batform und auch Night Vision kann ich hier sehen. Jetzt möchte ich aber zu einer Fledermaus werden. Okay, das ist krass. Ich bin endlich ein richtiger Vampir. Ich habe nur noch 3 Herzen, aber ich kann fliegen und das ist extrem OP. Ich glaube aber, das kostet auch relativ viel Blut. Wir verbrauchen schneller das Blut. Das heißt, ich sollte mich wieder zurückverwandeln. Und dann bin ich wieder ein blasser Vampir. Und ich möchte schauen, was wir als nächstes brauchen. Wir brauchen schon wieder Gold. Das sollten wir doch eigentlich gut hier hinbekommen, oder? Ich möchte direkt meine nächste Fähigkeit bekommen. Denn eine Fledermaus zu sein, bringt uns wahrscheinlich erst im Nether richtig was, wenn wir dann eine Festung suchen. Aber ich kann auch einfach schon mal hier ein bisschen runterfliegen und nach Gold suchen. Das ist eigentlich auch schon recht praktisch. Hier ist zum Beispiel nichts, also fliege ich lieber wieder hoch. Hier sind andere Fledermäuse, die nicht wissen, dass ich keine normale Fledermaus bin. Da haben wir nochmal Gold. Ich nehme mir direkt mehrere mit am besten. Schnell hier durchschmelzen. Altar aufstellen, Gold rein, die Flasche rein. Dann habe ich aber auch danach keine mehr. Und dieses Mal müssen wir nur eine positive Fähigkeit auswählen. Okay, das finde ich gut. Und ich glaube, das ist ziemlich gut. Eine Blutbarriere. Wir bekommen 3 Ringe aus Blut um uns drumherum. Und die müssen erstmal kaputt gehen, damit wir überhaupt Schaden kriegen können. Das finde ich ziemlich gut. Und aber auch das ist krass. Damit können wir Leben regenerieren. Später werden wir dann aber auf jeden Fall auch noch in unsere Dark Form gehen. Aber die brauchen wir jetzt mal noch nicht. Und ich glaube, das ist vielleicht sogar jetzt aber direkt noch ein bisschen besser. Wir können einen Schwarm Fledermäuse rufen. Und die greifen dann alles an, was wir angreifen, wie Hunde. Und wir bekommen dabei aber, glaube ich, auch Blut aufgefüllt. Ich glaube, das ist ziemlich gut. Und dann würde ich das auch als nächstes erstmal wieder auswählen. Und jetzt brauchen wir eine Enderperle. Ich habe aber sowieso auch keine Flaschen mehr. Das heißt, ich brauche jetzt kein Gold mehr, jetzt wo ich welches habe. Und wir müssen erstmal wieder raus aus der Höhle. Und ich merke jetzt gerade erst, dass das jedes Mal auch Level kostet. Ich habe nur noch 2 Level. Ich hatte, glaube ich, schon irgendwie 15 oder so. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall deutlich mehr auf die Jagd gehen. Hier geht es auf jeden Fall wieder raus. Ich muss aber aufpassen, dass jetzt am besten nicht Tag ist gerade. Da geht es nach draußen. Okay, es regnet gerade. Ich gehe erstmal wieder in meine normale Vampirform. Da halte ich nämlich deutlich mehr aus. Und ich glaube, es geht gerade. Ich glaube, wir haben noch Nacht. Dann sollte ich jetzt mal wieder zum Pillager Outpost laufen am besten. Da war es sehr lecker. Da möchte ich aber direkt auch wieder Flaschen auffüllen. Also brauche ich neue Flaschen. Dafür erstmal Sand sammeln. Da ist der Pillager Outpost. Dann möchte ich den jetzt wieder auffüllen. Ein paar Flaschen craften. Und dann nochmal auffüllen. Und dann machen wir schön die Blutflaschen voll. Ich brauche aber eigentlich direkt noch mehr. Ich möchte gerne möglichst viele mitnehmen. Ich glaube, es wird auch gerade wieder morgen. Irgendwie ist die Farbe gerade ganz komisch. Und dieser Pillager Outpost ist einfach die perfekte Blutfarbe, weil die natürlich auch nachspawnen. Das ist sehr, sehr praktisch. Und da kommt ein berittener Vampirjäger. Ist das vielleicht dieses Licht? Der hat ja auch irgendwelche komischen Fallen und sowas. Ich möchte ihn auf jeden Fall gerne normal besiegen, weil sein Blut mir irgendwie ja eh nicht so viel bringt.
Oh mein Gott, macht der viel Schaden. Okay, ich brauche meine Fledermäuse. Das sieht so cool aus. Und ich glaube, die kämpfen jetzt auch für mich, oder? Angriff! Sein Pferd ist weg. Wo ist sein Pferd hin? Ich weiß es nicht, aber ich möchte ihn angreifen. Ach, da sind 2. Okay, die Fledermäuse sollten ihn jetzt aber besiegen, hoffentlich. Und ich laufe in der Zeit einfach weg. Das sieht ganz gut aus. Da sind 3. Wieso kommen die immer in der Gruppe? Ja gut, wahrscheinlich, weil ich halt ein Vampir bin und ziemlich gefährlich bin und die auch irgendwie sonst nichts zu tun haben, wahrscheinlich als Vampire zu jagen. Aber dieser Berittene, der stört mich. Ich möchte sein Pferd loswerden. Oh mein Gott. Meine Fledermäuse sind, glaube ich, schon wieder weg. Kann ich jetzt einfach neu rufen oder wie funktioniert das? Ich glaube schon, ja. Okay, Pferd ist weg. Ich bin fast down. Die machen so viel Schaden mit ihren komischen Knoblauchwaffen. Und da ist noch einer, noch 3 also. Okay, wenigstens kämpfen jetzt die Fledermäuse mit. Gut, dass ich die Fledermäuse habe. Die machen jetzt nicht viel Schaden, aber ich glaube, damit kann ich die ganz gut besiegen. Gut, dass ich so schnell bin, aber auch. Nochmal neue Fledermäuse. Ich gehe mit drauf. Okay, sie haben ihn. Und ich glaube, ich kriege jetzt so das Blut wieder. Ja, das ist richtig gut. Und ich weiß nicht, ob nicht noch ein Vampirjäger lebt, oder? Aber ich finde gerade keinen. Dann haben wir wohl den zweiten Angriff überlebt. Ich habe jetzt auf jeden Fall aber auch einiges an Flaschen. Und da ist ein Vampirjäger, oder? Ja, ein Berittener direkt wieder. Warum kommen hier direkt die nächsten? Da sind mehrere schon wieder. Das gefällt mir gar nicht, dass die jetzt so oft kommen. Ich rufe meine Fledermäuse und die sollen angreifen. Erstmal das Pferd wegmachen. Ich will doch einfach nur Blut trinken. Einen haben wir. Hier kommen direkt nochmal 3 an. Der will mir seinen komischen Holzpfahl ins Herz rammen. Lass mich bloß in Ruhe. Gar keinen Bock da drauf. Und ich trinke wieder ein bisschen Blut durch die Fledermäuse. Das ist schon sehr praktisch. Der nächste ist weg. Ich rufe wieder Fledermäuse. Ich habe keine Ahnung, warum die überhaupt immer wieder weggehen. Und dann macht ihn weg. Damit haben wir wieder alle. Jetzt aber erstmal weiter Flaschen füllen. Und auch mal nebenbei hier oben in die Truhe schauen. Ein bisschen Holz schadet nie. Und auch nochmal ein schönes Horn. Auch einfach mal als Vampir bekommen. Ich brauche nochmal ein bisschen Blut. Ich mache einfach nochmal weiter mit den Flaschen. Da kommt schon wieder ein Vampirjäger. Hier kommen einfach noch 3. Aber ich bin froh, dass ich viel schneller bin als die. Das hilft mir sehr weiter. Okay, ich glaube, das ist der letzte. Der will mir schon wieder seinen Holzstock reinrammen. Das möchte ich aber nicht. Und ich kriege gut Level nebenbei, merke ich auch gerade. Das ist sehr gut. Und wir haben schon 16 Flaschen. Das heißt, so viele brauchen wir eigentlich auch langsam nicht mehr, oder? Ich glaube, wir haben da schon eine gute Grundlage, um weiterzumachen. Das heißt, ich muss mich jetzt mal auf den Weg machen, einen Enderman zu finden. Denn mit einer Enderperle bekomme ich meine nächste Fähigkeit. Also fliegen wir einfach mal eine suchen. Und ich merke auf jeden Fall, wie ich langsam reinkomme und immer stärker werde. Und ich bin extrem gespannt, wie weit das noch geht. Da ist ein Enderman. Okay, Moment, wie mache ich das jetzt am besten? Ich glaube, ich bleibe sogar als Fledermaus und rufe noch mehr Fledermäuse. Und dann greifen wir den Enderman einfach mal zusammen an. Dann kann ich auch mal sehen, wie viel Schaden die machen. Aber ich glaube, die machen leider wirklich nicht viel Schaden. Wenn ich vorsichtig bin, kann ich aber auch ein bisschen mitkämpfen. Ich darf nur nicht zu tief, weil ich glaube, ich bin One-Hit von einem Enderman. Und meine Axt ist kaputt. Aber wir haben eine Enderperle bekommen. Also kurz runter, aufsammeln und wir fliegen wieder. Ich fliege erstmal zurück zum Dorf. Wir gehen in ein Haus, würde ich sagen. Ich habe jetzt allerdings auch ein bisschen Angst vor Vampirjägern. Da hatten wir jetzt nun mal auch schon einige von. Aber ist mir jetzt eigentlich auch egal. Ich stelle meinen Altar auf und wir schauen, was wir bekommen, wenn ich die Enderperle und eine der Blutflaschen da rein tue. Und wir brauchen 10 Level. Ich habe 16, da habe ich schon wieder nicht drauf geachtet, aber das reicht ja. Und ich glaube, ich würde jetzt dieses nehmen, was ich nicht mal aussprechen kann. Damit kann ich wohl schnell Leben regenerieren. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert, weil das klingt ziemlich OP. Wir können einen Heal-Block wegmachen. Ist wahrscheinlich irgendwas von den Vampirjägern. Und vor allem kann ich mich damit löschen, wenn ich brenne. Und ich möchte bald in den Nether gehen, also würde ich das auf jeden Fall jetzt auswählen. Neutrale Mobs dürfen nach wie vor auf gar keinen Fall aggressiv werden, wenn wir noch in den Nether gehen wollen. Und auch im End mit Enderman ist das ziemlich unangenehm, denke ich gerade. Und jetzt wird es auch langsam wirklich unangenehm, denn Lava und Feuer machen mehr Schaden. Weiß ich nicht, ob das gut ist, wenn ich in den Nether gehen will. Das können wir vielleicht später auswählen. Dann tendiere ich schon eher dazu, nicht mehr in Wasser und Regen mich bewegen zu können, was aber auch nicht praktisch ist. Aber wir haben wirklich langsam nichts mehr, was wirklich gut ist. Also würde ich das jetzt einfach mal nehmen. Und ich sehe jetzt gerade, wir brauchen 2 Enderperlen. Das habe ich halt wirklich nicht gesehen. Ich brauche 2 Flaschen und 2 Enderperlen. Und ich höre Dorfbewohner. Moment. Hier gibt es aber keine Dorfbewohner mehr. Das sind doch bestimmt wieder Vampirjäger, oder? Ich sollte sowieso erstmal lieber wieder schlafen. Also meinen Sarg aufstellen. Und mir wurde gerade mein ganzes Blut abgezogen. Was ist da los? Das ist gerade ein bisschen gefährlich, habe ich das Gefühl. Ich will jetzt nicht mein ganzes Blut hier verbrauchen. Ich brauche meinen Sarg wieder. Ich kann hier nicht schlafen, weil die in der Nähe sind. Das ist gar nicht gut. Ich muss nach oben raus. Aber meine Axt ist kaputt gegangen und ich habe natürlich nur noch 2 Steine dabei. Ich habe Mining Fatigue. Und zwar dauerhaft. Ich komme hier nicht mehr raus. Ich muss die Glasscheibe kaputt machen. Kann ich die kaputt machen? Ja, kann ich. Dann schnell noch
nochmal ein bisschen Blut trinken. Dann schnell zur Fledermaus werden. Und ich muss an dem vorbei. Wobei, ich kann auch gar nicht raus. Es ist ja noch Tag. Das ist wirklich unpraktisch gerade alles. Ich möchte wenigstens den Effekt von denen nicht mehr bekommen. Aber ich kann jetzt auch nicht die ganze Zeit Fledermaus bleiben. Denn das verbraucht auch wieder Blut. Ich versuche mal so hier zu stehen. Ich versuche mal den Block an der Seite abzubauen. Dann könnte ich da zumindest raus. Aber nur als Fledermaus. Und dann sterbe ich sehr schnell. Warum müssen jetzt gleichzeitig die Vampirjäger kommen und es wird auch noch Tag? Aber hier oben bin ich, glaube ich, relativ sicher von denen ihrem weirden Effekt und kann einfach ein bisschen abwarten. Ich würde aber auch gerne wissen, wie viele das sind. Eigentlich kann ich die doch auch einfach besiegen, oder? Ich bin immerhin ein Vampir. Okay, das sind immerhin Vampirjäger, aber trotzdem. Das Einzige, was ich sehe, ist die Sonne, die genau über mir steht. Das heißt, es dauert noch, bis es Nacht wird. Ich muss mir eigentlich was anderes überlegen. Und ich trinke nochmal eine Blutflasche. Ich möchte die aber jetzt nicht alle aufbrauchen eigentlich. Da sehe ich einen Vampirjäger. Ist vielleicht auch wirklich nur einer. Okay, Moment. Schaffe ich den vielleicht? Weil das würde alle meine Probleme lösen. Dann gehe ich mal hier runter und schlag ihn von hier aus. Da komme ich zumindest dran. Ich muss nur immer wieder hochgehen, weil ich da unten die Effekte bekomme. Ich hab ihn. Und ich konnte schlafen und es wird Nacht. Oh mein Gott, war das unangenehm. Ich habe mich so unnötig in die Enge treiben lassen. Und ich kann mit der Axt übrigens auch abbauen. Merke ich jetzt erst. Gut zu wissen. Okay, ich möchte jetzt erstmal einiges trinken. Denn ich möchte nicht meine letzten 10 Flaschen auch noch aufbrauchen. Ich fürchte, ich muss nochmal zurück zum Pillager Outpost. Und hier ist aber auch ein Enderman. Dann würde ich mich gerne um die Enderperle kümmern. Ich mache es mal mit einem Boot. Denn ich möchte auch ungern regenerieren müssen. Und er droppt aber nicht. Okay, das ist richtig gut. Die bringen so viel mehr. Mit dem sollte ich dann auf jeden Fall auch voll werden. Und da kommt ein Vampirjäger. Aber ich möchte jetzt in den Nether gehen. Ich laufe einfach weg. Ich brauche noch eine Enderperle. Dann könnten wir die nächste Fähigkeit freischalten. Aber die können wir auch im Nether noch bekommen. Wir hatten aber, meine ich, den Lavasee in der Nähe des Pillager Outposts. Das heißt, vielleicht muss ich doch schon wieder gegen einen Vampirjäger kämpfen. Aber ich schaue erstmal. Vielleicht komme ich da jetzt auch einfach so hin. Da ist der Lavasee. Und ich höre, glaube ich, Vampirjäger, oder? Egal, ich fange jetzt einfach schnell an. Ich habe aber keinen Stein mehr und brauche dann wenigstens ein paar Baumaterialien. Und dann gießen wir schnell hier ein Portal hin. Perfekt, weg hier. Oh mein Gott, jetzt kommt der Vampirjäger. Okay, wie viele haben wir? Einen sehe ich erst. Ich rufe meine Fledermäuse und dann gehen wir rauf da. Kämpft gegen den. Und es wird schon wieder morgen. Das ist auch gefährlich. Und er ist down. Sehr gut. Und ich habe sein Blut bekommen. Das ist echt praktisch mit den Fledermäusen. Jetzt, bevor es morgen wird, schnell das Portal anzünden. Und dann gehen wir rein in den Nether. Oh mein Gott. Und ich bin drin. Oh mein Gott, war das gerade unangenehm. Ich habe noch einen Vampirjäger kommen sehen einfach. Einmal weg mit dir. Und dann schauen wir uns jetzt als Vampir mit Nachtsicht im Nether um. Ich möchte aber direkt mal ausprobieren, wie das hier funktioniert. Ob die aggressiv werden, wenn ich sie trinke. Kann ich die überhaupt trinken? Okay, die sind untot. Ich glaube, ich kann nur Piglins trinken. Dafür würde ich mir aber auch gerne kurz ein paar Goldschuhe craften. Perfekt. Und jetzt schaue ich mich aber auch erstmal um. Da haben wir nämlich direkt eine Festung. Denn ich muss ja gar nicht dringend trinken. Ich hoffe einfach, dass das gut klappt. Sonst habe ich notfalls auch noch ein paar Flaschen dabei. Ich verwandle mich jetzt erstmal in eine Fledermaus und wir fliegen da runter. Ich hätte aber eigentlich gerne noch das, womit ich mich löschen kann. Dafür brauche ich allerdings noch eine Enderperle. Also fliegen wir vielleicht sogar noch kurz an der Festung vorbei. Und ich bin aber auf jeden Fall jetzt sehr gespannt, wie es sich als Vampir im Nether leben lässt. Da sind auf jeden Fall die nächsten Ghasts, die schon auf mich schießen. Und da hinten sehe ich einen Enderman, sogar 2. Ich rufe meine Fledermäuse dazu und dann gehen wir rauf da. Während der Ghast auf mich schießt, ist das allerdings etwas unpraktisch. Weg mit dir. Und dann drop du bitte eine Enderperle. Macht er aber nicht, aber wir hatten ja hier noch einen. Da hinten. Angreifen! Und dann drop bitte. Ich brauche dringend diese zweite Enderperle endlich. Und ich glaube, eine Fledermaus macht sehr wenig Schaden. Dann rufe ich nochmal die anderen. Und er droppt auch nicht. Okay, das ist gar nicht gut. Ich muss jetzt aber auch nochmal was trinken. Da würde ich gerne ihn mal probieren, wenn das okay ist. Das klappt. Und er wird nicht mal aggressiv. Okay, ich kann einfach heimlich sein Blut trinken. Das ist so gut. Und der bringt auch richtig viel. Der ist wie ein Dorfbewohner. Oder auch ein Pillager. Die haben wir natürlich auch schon probiert. Dann fliege ich noch zu dem hier hoch. Und wir trinken den natürlich auch noch aus. Weiter nach Enderman suchen. Ich brauche jetzt mal dringend die zweite Enderperle. Da ist noch einer. In der Nähe vom Skelett leider. Den greifen wir direkt mal zusammen an. Er droppt. Da haben wir die zweite Enderperle. Ich fliege mal kurz irgendwo nach oben in Sicherheit. Und wir wechseln die Gestalt. Und dann wird es jetzt aber wirklich Zeit. 2 Enderperlen, 2 Blutflaschen. Als Negatives nehme ich jetzt wirklich, dass wir uns nicht mehr in Wasser und Regen bewegen können. Und als Positives möchte ich das hier, mit dem ich Leben regenerieren kann und aber auch mich löschen kann. Was mir ja wohl im Nether sehr gut weiterhelfen müsste. Und damit haben wir beide Fähigkeiten erhalten. Und wie genau sieht das aus, wenn ich das benutze? Okay, keine Ahnung. Es klingt auf jeden Fall interessant und ich kann es einfach auslösen. Das heißt, wenn ich das auslöse, regeneriere ich wahrscheinlich und kann mich löschen. Das ist doch ganz gut für den Nether. Dann fliegen wir damit jetzt rüber zur Festung und gehen rauf auf die Blazes. Da war die erste Blaze Rod. Ich habe keine Ahnung, ob die noch irgendwo gelandet ist. Aber ich möchte es rausfinden. Ja, da liegt die erste Blaze Rod. Perfekt.
Und dann machen wir genauso weiter. Und ich brenne, da kann ich das ja jetzt benutzen. Das klappt und ich werde direkt wieder geheilt. Das ist schon sehr, sehr praktisch. Und nochmal. Und wieder weiter rauf da. Damit haben wir die 7 Blaze Rods. Ich nehme mir vielleicht noch eine 8. mit. Und die hat sogar getroppt. Wenn ich das jetzt noch aufsammeln kann, dann nehme ich es mit. Sonst brauche ich die auch nicht mehr. Und hier liegt sie. Perfekt. Damit haben wir 8 Blaze Rods. Und ich kann direkt mal weiterfliegen, um nach einem Warp Forest zu suchen. Und hier haben wir einen. Und da ist auch schon direkt der erste Enderman. Setzt du dich mal ins Boot. Ich verwandle mich wieder. Und dann gehen wir rauf auf die Enderperlen. Zwischendurch natürlich auch ein bisschen was trinken. Aber das ist im Nether tatsächlich deutlich einfacher als in der Overworld. Und dann können wir wieder weitermachen. Jetzt ist allerdings auch meine Axt kaputt. Dann wechsle ich mal auf ein Eisenschwert. Damit haben wir die 12. Und auch die 13. Enderperle und damit auch eigentlich alles, was wir aus dem Nether brauchen. Das heißt, es wird mal wieder Zeit, den Altar aufzustellen und zu schauen, was wir für die nächste Fähigkeit benötigen. Ich brauche schon wieder Enderperlen. Und zwar wieder 2. Also gehen wir gleich wieder weiter Enderperlen farmen. Aber ich kann also auch einfach direkt die nächste Fähigkeit bekommen. Das sollte ich mal schnell tun. Ich glaube, ich brauche wieder 2. Ja. Und wir müssen nur etwas Positives wählen. Und da wir gleich wieder rausgehen aus dem Nether, nehme ich jetzt, glaube ich, das hier mit 3 Blutbarrieren um mich drumherum, die mich komplett beschützen und nur bei starkem Schaden Stück für Stück kaputt gehen und dann kann ich erst Schaden bekommen, wenn ich das richtig verstanden habe. Finde ich, klingt sehr verlockend. Und wir brauchen als nächstes 3 Gastränen. Gut, dass wir noch im Nether sind. Ich möchte aber einmal kurz diese Barrieren jetzt ausprobieren. Okay, das sieht mega cool aus. Bleibt das jetzt, bis die kaputt gehen oder bleibt das einfach eine gewisse Zeit? Aber das gefällt mir extrem gut optisch schon mal. Und ich brauche jetzt wieder Enderperlen. Da können wir das direkt mal benutzen. Und die sind wieder weg. Okay, es ist leider nur eine Zeit lang. Nicht ganz so stark, wie ich dachte, aber trotzdem richtig cool. Würde ich einfach, wenn es abgelaufen ist, direkt wieder aktivieren und dann gehen wir so auf die Enderman drauf. Und wenn er mich trifft, ist nicht schlimm. Er hat mich sogar 2-mal getroffen. Ich habe es nicht mal richtig gemerkt. Ich habe nur noch einen Blutring um mich drumherum, aber das ist gar kein Problem. Ich habe keinen Schaden bekommen. Wenn ich dazu dann noch Fledermäuse rufe, dann geht's ja richtig ab. Und er ist down, aber hat nichts getroppt. Ich brauche diese Enderperle, auch ohne Blutringe. Das ist die 12. Enderperle. Ich will wieder die 13. haben. Und der hat getroppt, auch wenn er da hinten verbrannt ist. Damit habe ich die 13. Enderperle wieder. Das heißt, wir gehen jetzt mal raus aus dem Warp Forest und suchen ein paar Ghasts. Sollte ja nicht so schwer zu finden sein. Auf dem Weg schnell einen Schluck trinken. Ich muss aber auch hier weg, weil da kommt ein Hocklin. Lass mich. Dafür rufe ich mal meine Fledermäuse. Dann können die den angreifen. Denn hier ist viel zu essen, als dass ich einfach wegfliegen möchte. Ich esse auch schon mal weiter. Hier läuft nämlich einfach wirklich überall Essen rum. Und meine Fledermäuse bringen mir gerade auch noch was. Und ich bin wieder voll. Das heißt, ich möchte jetzt die Flaschen nachfüllen. Ein Piglin wird genau zu einer Flasche. Und damit sind tatsächlich auch alle wieder voll. Nochmal was trinken. Und wir fliegen jetzt wirklich einen Gast suchen, denn wir brauchen 3 Gastränen und da haben wir auch schon einen. Und da haben wir hoffentlich die erste Gasträne. Nein, leider nicht. Dann gehen wir mal weitere Gast suchen. Da haben wir endlich die erste Gasträne. Wir brauchen aber 3 Stück. Da liegt die 3. Gasträne. Perfekt, direkt wegfliegen. Da war nämlich ein Skelett. Und dann haben wir einfach direkt schon wieder alles für ein neues Upgrade. Ich bin sehr gespannt. Erstmal aber natürlich wieder in meine menschlichere Form. Dann brauchen wir 3 Blutflaschen und die 3 Gastränen. Und müssen dieses Mal auch wieder eine Schwäche auswählen. Das wird jetzt noch unangenehmer, denn es bleibt langsam wirklich nichts mehr übrig, was mir nicht extrem schadet. Und wir können noch 2 Vorteile wählen. Ich glaube, als letztes möchte ich meine Dark-Form bekommen, um zu einem Beast zu werden. Ich bin extrem gespannt, wie das dann aussehen wird. Und vorher würde ich dann aber gerne noch Blutscherben schießen, die mich irgendwie heilen und eben natürlich auch Mobs Schaden machen. Der Nachteil wird auf jeden Fall deutlich schwieriger, den zu wählen. Neutrale Mobs aggressiv können wir wirklich nicht machen, wenn wir in den Endfight gehen wollen mit den ganzen Enderman. Blut rettet mich nicht mehr vor dem Tod. Das habe ich ehrlich gesagt noch nicht mal bemerkt. Vielleicht ist das eine ganz gute Wahl. Ich kann nur noch Blut von menschlicheren Mobs trinken. Also ich glaube Piglins, Villagern und auch Pillagern. Aber Blutflaschen bringen weniger und das heißt, glaube ich, deutlich weniger. Oder Feuer und Lava machen mehr Schaden. Ich glaube, das ist gut. Wir gehen jetzt raus aus dem Nether. Das heißt, wir brennen hoffentlich nicht mehr. Also würde ich das auswählen. Und das heißt, wir können jetzt aber auch schnell hier weg. Denn da kommt schon wieder ein Gast. Weg mit dir. Und jetzt kann ich Blut schießen auf das Skelett. Okay, das sieht sehr interessant aus, aber es hat nicht so eine gute Reichweite offensichtlich. Probieren wir das mal bei den Piglins aus. Ich weiß aber auch nicht, ob die dann aggressiv werden. Zählt das als Angriff? Ich probiere es aus.
Die werden auch markiert. Die werden nicht aggressiv. Aber ich verliere ja mehr Blut, als dass ich dadurch was bekomme, oder? Ich weiß nicht so richtig, ob das eine gute Entscheidung war, ehrlich gesagt. Okay, jetzt fliegen wir aber zurück zum Portal. Ich esse mich auf dem Weg auf jeden Fall auch nochmal voll. Das geht im Nether halt wirklich gut. Ich muss jetzt eigentlich aber auch erstmal nochmal schauen, was wir überhaupt für das nächste Upgrade brauchen. Denn wir sind ja noch im Nether und ich brauche tatsächlich 3 Magma Cream. Dann fliegen wir Magma Cubes suchen. Und da beginnt das Basalt-Delta. Und dann gehe ich jetzt vollgegessen Magma Cream farmen. Da würde ich direkt mal schießen wollen. Das ist mega cool. Und vielleicht kann ich das ja noch mit Fledermäusen kombinieren, die dann mit angreifen. Okay, das ist extrem nice. Ich fliege einfach hier, kann schießen und währenddessen kämpfen meine Fledermäuse gegen diese Viecher hier. Jetzt brauchen wir nur noch Magma Cream getroppt. Da ist die erste. Die sammle ich mir direkt mal auf. Oh mein Gott, ich habe direkt mal gut Schaden bekommen. Da haben wir auf jeden Fall die nächste. Fehlt noch eine. Und ich sollte auf gar keinen Fall in die Lava laufen, denn wir haben jetzt den Feuernachteil mittlerweile. Und da liegt die letzte. Da liegen sogar mittlerweile mehrere. Und dann sammle ich jetzt einfach schnell eine auf. Wenn ich es schaffe, die hier nehme ich. Perfekt. Die dritte Magma Cream, mehr brauchen wir auch nicht. Denn wir haben nur noch das finale Upgrade vor uns. Das heißt, wir können jetzt auf jeden Fall auch raus aus dem Nether. Das Portal müsste aber auch hier vorne schon sein. Da hinten ist es. Und dann gehen wir zurück in die Overworld. Ich muss nur aufpassen, wenn es jetzt Tag ist. Ist es aber nicht. Alles gut. Ich laufe mal kurz weg, weil hier war ja theoretisch noch ein Vampirjäger, als wir reingegangen sind. Der scheint hier aber nicht mehr zu sein. Dann trinke ich jetzt noch mal kurz. Nicht mehr so einfach Blut wie im Nether. Aber wir haben hier noch einen Pillager. Da kann ich mich satt trinken. Perfekt. Ich fliege kurz nach oben. Und dann möchte ich noch mal kurz schauen, wie viele Level wir denn brauchen. 15 Level. Also fehlen noch 7. Ansonsten haben wir alles. Und in einer frischen Nacht crafte ich mir die ersten 7 Enderaugen. Und wir schauen, in welche Richtung wir müssen. Da hinten geht's lang. Droppt. Ich werde zur Fledermaus und dann fliegen wir mit dem Enderauge, was ich noch aufsammeln möchte, los in Richtung Stronghold. Und das ist jetzt schon wieder sehr praktisch als Fledermaus. Das nächste Enderauge fliegt auch noch weiter. Ich darf aber nicht ins Wasser, merke ich gerade. Ich sollte mich da drunter stellen. Perfekt. Da muss ich vorsichtiger sein. Sowohl Wasser als auch Feuer sind mittlerweile ziemlich gefährlich für uns geworden. Denn jede übermenschliche Kraft hat wohl auch seinen Preis. Da hinten kann ich auf jeden Fall noch mal gut was trinken. Und ich schaue jetzt aber auch noch mal, wie weit wir noch fliegen müssen. Fliegt immer noch weiter geradeaus. Und geht kaputt, aber wir sollten genügend haben. Also kurze Trinkpause. Und wieder in die Luft. Und da sind noch mal 2 Dörfer. Also hier werden wir genügend finden, um was zu trinken. Und ich muss nicht mehr weiter. Und hier fliegt es auch wieder zurück. Also ist hier drunter der Stronghold. Und es geht schon wieder kaputt. Moment, wir haben jetzt nur noch 11. Aber ansonsten brauche ich auch nur noch Enderperlen. Die können wir auch in der Overworld noch gut bekommen. Jetzt wird es bald schon wieder morgen. Aber ich will mich jetzt sowieso mal hier nach unten graben. Und baue über mir schon mal zu. Hier ist Tropfstein. Das heißt, hier könnte gleich eine Höhle kommen. Ja, da ist sie auch. Dann fliege ich da lieber rein. Und wir schauen uns mal um. Die ist nämlich direkt ziemlich groß. Aber ich fürchte, wir müssen uns noch weiter runtergraben. Mache ich einfach mal hier. Aber am besten auch wieder nicht als Fledermaus. Das geht nämlich nicht besonders schnell. Eine neue Höhle. Und da unten ist einfach das Deep Dark. Okay, wir fliegen runter. Vielleicht finden wir hier ja auch irgendwo schon den Stronghold. Hier ist ja immerhin auch schon Deep Slate. Mal gucken, wie tief das hier noch runtergeht. Aber hier in die Richtung ist alles dicht, leider. Aber hier sieht es sehr unnatürlich eckig aus. Ich schlage vor, wir backen uns mal in die Wand und bauen uns dann hier runter. Und dann kommen wir als Vampir rein in den Stronghold und brechen direkt mal aus einer Gefängniszelle aus. Denn jetzt müssen wir den Portalraum suchen und ich brauche auch noch 7 Level. Und wir sind hier aber auch wirklich mitten im Deep Dark. Eventuell müssen wir da auch noch etwas vorsichtig mit sein. Und ich denke jetzt erst dran, dass ich das doch aber auch für mich nutzen könnte. Denn ich brauche ja noch die Level. Und Level sammeln geht im Deep Dark nun mal wirklich ziemlich gut. Und hier haben wir sogar noch mal ein bisschen Stronghold aufgedeckt. Und hier ist noch mal Wasser. Ich will das aber mal kurz ausprobieren. Ich bekomme ja eigentlich keinen Schaden im Wasser, oder? Ich kann mich nur nicht mehr bewegen. Okay, ich merke eigentlich keinen Unterschied. Okay, doch, ich merke einen Unterschied. Ich kann wirklich nicht dagegen anschwimmen. Wenn ich nach vorne drücke, passiert einfach nicht wirklich was. Aber ich bekomme ja trotzdem keinen Schaden. Das ist das Wichtigste. Hier haben wir nochmal neue Schuhe. Die könnte ich gerne mal austauschen. Hier haben wir nochmal neue Level. Sehr wichtig. Und hier sind auch noch welche. Wenn es so weitergeht, bekommen wir bald die 15. Und hier ist der Portalraum. Das kann ich mir auf jeden Fall schon mal merken. Hier komme ich sogar von der Seite nochmal rein. Dann kann ich direkt schon mal den Spawner abbauen. Und wir haben 2 Enderaugen drin. Das reicht also. Wir brauchen keine neuen Enderperlen. Ich brauche nur jetzt dringend nochmal ein bisschen Skalk irgendwo. Okay, und hier sollte auf jeden Fall genug sein. Gar kein Problem. Damit habe ich die 15 Level voll. Hier ist noch ein Diamant, den kann ich kurz mitnehmen. Und dann fliegen wir wieder nach oben, auch wenn ich etwas sparsamer mit dem Blut vielleicht sein sollte, da wir keins mehr bekommen können jetzt. Zumindest keins mehr außer diesen Flaschen. Jetzt crafte ich mir erstmal noch 5 Enderaugen und wir aktivieren das Portal. Nice!
Dann brauchen wir ein letztes Mal den Altar. Und ich bekomme ein letztes Mal eine neue Power und keine negative mehr. Okay, das ist sehr, sehr gut. Ich wusste nicht, welche ich da noch nehmen soll. Jetzt möchte ich meine Dark Form bekommen, mit der wir mehr Schaden machen, mehr Rüstung haben und in der Luft springen können. Wir können allerdings keine Tools mehr benutzen und keine Rüstung mehr tragen. Aber Blöcke mit der Hand abbauen. Und je mehr Nachteile wir haben, desto stärker werden wir. Und ich habe das Maximale an Nachteilen. Mehr kann man ja gar nicht bekommen. Das heißt, wir bekommen jetzt unsere Dark Form. Und jetzt gibt es hier wirklich nichts mehr, denn wir haben die ganze Leiste voll. Und auch wenn es jetzt etwas Blut kostet, möchte ich das unbedingt jetzt noch ausprobieren. Damit ich weiß, wie man das benutzt, bevor wir gegen den Enderdrachen kämpfen, gehe ich jetzt in unsere Vampir Dark Form. Oh mein Gott, ich habe wirklich meine Rüstung einfach getroppt. Und die liegt jetzt da und ich versuche sie wieder aufzusammeln. Und sie liegt da immer noch. Ich habe Flügel und zwar sehr, sehr große Flügel. Und so sehe ich jetzt aus. Wie krass ist das denn? Okay, das Schlagen sieht ein bisschen komisch aus. Aber egal, wir können schlagen. Und ich kann wirklich keine Rüstung mehr tragen. Ich habe die einfach getroppt. Und jetzt passe ich hier nicht mehr durch, weil ich so groß bin. Das heißt, wir verwandeln uns mal wieder zurück. Und werden das im Endfight ausprobieren. Ich habe noch 20 Blutflaschen. Das heißt, ich werde jetzt, so teuer das auch ist, mich einmal mit Blutflaschen satt trinken. Einmal komplett voll, bitte. Dann haben wir immer noch 16. Und dann wird es Zeit und wir gehen als Vampir rein in den Endfight. Hallo, End. Und das sieht auch mit Nachtsicht mega cool aus. Ich springe erstmal hier rüber. Wir können mittlerweile auch wirklich hochspringen und schnell laufen. Ich glaube, mit jeder Fähigkeit habe ich das verbessert. Jetzt wollte ich mich gerade schon hochbauen, aber wir können ja auch einfach hochfliegen als Fledermaus. Da hinten fliegt der Enderdrache. Ich probiere jetzt meine Dark Form aus. Die ist so cool. Und wie genau funktioniert das jetzt in der Luft? Ich komme nicht weiter nach oben mit den Flügeln, aber ich kann so ein bisschen gleiten, wie es aussieht. Und ich kann auch wirklich mich in der Luft abstoßen. Das heißt, ich kann die Höhe behalten. Okay, das ist ziemlich cool. Das heißt, ich kann doch jetzt als Fledermaus hochfliegen und dann hier oben in meine Dark Form wechseln, sobald die wieder bereit ist. Und dann können wir auf der Höhe bleiben. Ich habe auch schon mein Schwert weggeworfen. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Ich glaube, ich wechsle auch mal lieber wieder in die Form. Denn wir müssen jetzt die Endcrystals kaputt machen. Und ich glaube, die können wir auch einfach wegschießen, oder? Ja, das ist mega cool. Ich muss nur auf meine Blutleiste achten. Wir haben jetzt auch nicht unendlich Flaschen dabei. Und wir können hier nichts mehr nachladen. Und hier gibt es auch keine Tiere. Das heißt, wir bekommen nicht mal schlechtes Blut. Aber dafür können wir extrem gut die Endcrystals zerstören. Und damit haben wir alle. Ich kann aber auch direkt mal wieder ordentlich Blut trinken. Und in meine Beast-Form wechseln. Dann gehen wir mal wieder nach unten. Moment. Ich springe nochmal ganz kurz und rufe ein paar Fledermäuse dazu, denn ich habe hier Enderman wütend gemacht. Wobei, ich müsste jetzt relativ viel aushalten und viel Schaden machen. Ich gehe einfach mal mit der Hand auf die Enderman als Beast-Vampir. Okay, die machen mir gar keinen Schaden. Das ist so cool. Ich kann einfach mit der Hand die Enderman weghauen. Dann versuche ich jetzt den Enderdrachen zu treffen. Und der macht mir auch kaum Schaden. Das ist so gut. Dann einfach drauf da. Aber immer wieder die Fledermäuse rufen. Ich weiß nicht, ob die dem Enderdrachen Schaden machen können. Ich glaube leider nicht. Dann brauche ich die auch nicht mehr. Und ich habe auch echt viel Reichweite. Und der hat mich extrem weit weggeschleudert. Das ist gar nicht mal so gut. Aber ich kann in der Luft laufen. Wenn ich jetzt kein Vampir wäre, wäre das ein echtes Problem. Aber so kommen wir hier locker wieder rüber. Und können wieder auf die Jagd gehen. Oh mein Gott. Er kommt in die Mitte. Ich versuche noch runterzukommen. Und ich muss auch nochmal einen Enderman loswerden. Kein Problem. Dann gehen wir rauf auf den Drachen. Und das macht schon richtig gut Schaden. Er fliegt aber wieder los. Er hat aber auch nur noch die Hälfte seiner Leben. Um ein bisschen Blut zu sparen, verwandle ich mich aber auch wieder zurück. Und wir trinken nochmal ein paar Flaschen. So viele habe ich allerdings auch langsam nicht mehr. Er kommt vielleicht ein letztes Mal in die Mitte. Ich werde zum Beast. Und gehe nochmal rauf auf den Kopf. Und damit ist der Enderdrache down. Er implodiert und wir haben es als Vampir geschafft. Nice. Und es wird endlich wieder dunkel. Wir mögen die Dunkelheit. Ich sammle meine Level ein. Und wie krass sieht das denn gerade aus? Ich weiß nicht, was das gerade für ein Lichteffekt war, aber das sah sehr cool aus. Dann hätte ich gerne noch das Drachenei. Und ich wollte schon die Tools benutzen, aber die werden ja getroppt. Dafür kann ich ja jetzt mit der Hand Blöcke abbauen. Das möchte ich haben. Meins. Nice. Und dann haben wir es geschafft, zu einem extrem starken Vampir zu werden und so Minecraft durchzuspielen. Nice.